Hallo, heute möchte ich euch in diesem Video nochmal die Lasurtechnik vorstellen. Ich habe es bei diesem Bild schon einmal gemacht, da hatte ich dann aber nur Texte drunter geschrieben. Jetzt habe ich eben noch einmal ein Himmelvideo gemacht, wo ich eben auch was zu sage und hoffe, dass es euch da nochmal ein bisschen mehr unterstützt. Ja, viel Spaß und vielen Dank fürs Zuschauen. Ich trage jetzt die Farbe erstmal schnell auf. Die ist sehr farbkräftig. Ich nehme lieber noch ein bisschen Wasser dazu, weil ich merke, die ist mir schon zu stark, zu kräftig. Für die erste Farbschicht nehme ich lieber eine ganz leichtere, noch eine hellere Farbe, um überhaupt erstmal ein Gefühl für die Wolken zu bekommen. Und auch für die Farben. Also noch ein bisschen heller. Ich habe jetzt also einfach nur ein bisschen Blau rausgenommen, mit ein bisschen Wasser verdünnt. Jetzt habe ich eine ganz nasse Farbe. Hier entstehen jetzt so lauter kleine Streifen und Bläschen. Die möchte ich nicht haben. Ich mache den Pinsel gleich sauber, trockne ihn etwas ab, lege ihn zur Seite. Jetzt nehme ich meinen trockenen Pinsel und verteile die Farbe. Jetzt kriege ich eine recht gleichmäßige Farbstruktur hin, die auch eine Farbschicht hin, die auch nass ist, hell ist. So, trocken machen. Ich habe hier auch so ein Tuch liegen. Jetzt seht ihr, ach, das trockne ich auch mal auf dem Tuch einfach ab. Die sind robust, die können das ab. Jetzt nehme ich ein trockenes Tuch und tupfe mir Wolken raus. Jetzt habe ich schon gleich einen ziemlichen Farbkontrast. Das ist schon fast zu stark. So kann ich nicht so weich reingehen. Ich nehme also auch nochmal einen Schwamm, der ist ein bisschen nasser. Dann erhalte ich so eine Struktur, also keinen trockenen Schwamm, sondern einen nassen Schwamm. Und gucke mal, wie ich jetzt hier so quer übers Bild mal so eine Wolke hinzauber. Die kann ich jetzt so ein bisschen auflösen, indem ich hier und da noch mal ein bisschen Farbe wegnehme. Man sieht, es bleiben dann immer so kleine Wasserpünktchen. Wenn ich halt den Schwamm nass mache, bleiben auch so kleine Reste. Jetzt nehme ich wieder den Pinsel, der ist trocken wieder, und ziehe einfach über die Farbe rüber. Auch hier oben, damit kriege ich die Farbe noch mal schön verteilt. Merke, der ist nass, der muss trocken. Und verteile. Jetzt seht ihr, jetzt verschwindet das schon wieder ein bisschen. Ich gehe auch noch mal so quer rüber. Es wird also noch mal ein bisschen leichter, die Wolkenstruktur. Ich nehme jetzt noch mal mit einem trockenen Tuch ein bisschen Wolken raus. Verteile noch mal ein bisschen. Die Farbe ist immer noch nass, also ich kann immer noch mit der Farbe arbeiten.
Das ist erstmal alles. Mehr mache ich nicht in der ersten Farbschicht. So, jetzt haben wir eine Schicht komplett durchgenommen. Also Farbe aufgetragen, rausgetupft, verwischt. Das Ganze ist jetzt trocken. Ich habe eben etwas geföhnt. Es kühlt jetzt gerade ab, ist aber immer noch ein bisschen nass. Ich muss gleich nochmal föhnen, weil wenn es nicht richtig trocken ist, nehme ich die Farbe wieder raus. Dann haftet sie nicht so gut mit dem Untergrund und ich trage die Farbe auf und nehme mir das, was ich schon gemacht habe, wieder weg. Jetzt seht ihr hier, das ist also diese Technik, die Lasurtechnik, die ich gleich wiederholen werde. Die andere wichtige Sache beim Himmel ist aber, was mache ich denn jetzt überhaupt für Wolken? Bei unserem Meer-Wolkenbild, da haben wir einen kleinen Horizont und dann sehe ich so nach und nach den Himmel. Also ist alles eher flach und so ein bisschen aufbauschend nach oben. Hier gucke ich quasi in den Himmel. Also müssen meine Wolken auch ein bisschen anders aussehen. Ich habe mal eben vor der Tür einen Zweig abgeknipst. Man kann sich das jetzt so vorstellen, als würde man durch die Bäume in den Himmel gucken. Das heißt, bei dem Himmel kann ich jetzt noch mal eine Farbschicht drauf geben, hole noch mal ein bisschen mehr Blau raus und könnte dann das Bild so weitermalen, indem ich ein paar Blätter oder einen Kirschbaum mit Kirschen, kleinen Kirschenblüten oder kleinen Kirschen dran oder einfach so ein bisschen Baumblätterwerk drauf male. So könnte ich dann das Bild weitermachen. Wir gehen jetzt erstmal weiter in der Technik. Ich werde noch mal ganz schnell föhnen und dann mache ich das noch mal. Es kühlt gerade ab. Jetzt nehme jetzt meine Farbe und trage, ja, jetzt ist ein bisschen dünn, trage noch mal das Blau auf. Jetzt sehe ich kaum meine Wolken. Das macht aber nichts. Ich habe da vorne noch mal Farbe angemischt. Das ist wieder zu viel. Wie ihr seht, das passiert einfach. Ich nehme jetzt noch mal ein bisschen Wasser. Trage es wieder auf. Ihr seht, es bleiben wieder Spuren vom Auftragen. Ich nehme wieder meinen Pinsel, gucke, ob er trocken ist. Brauche ein bisschen Platz. Gehe immer über den Rand drüber. Jetzt zieht der Streifen, das heißt, der ist nass. Das macht in dem Fall nichts. Ich mache noch mal weiter. Jetzt möchte ich gerne keine Struktur mehr haben. Ich mache den also trocken. So. Und gehe jetzt wieder bei, nehme meinen Lappen und tupfe wieder meine Wolken raus. So ganz leicht sehe ich sie noch drunter. So. Der ist mir jetzt zu nass.
Ich wechsle den Pinsel, nehme einen trockenen Pinsel. Und verteile nochmal ordentlich. Wenn ich jetzt ein Bild machen will, wie eben gerade gesagt, ach, ich mache schön Blätter, dann sollen die Blätter wirken und die Wolken sind eher dezent. Dann mache ich auch nur dezente Wolken. Hier merke ich, sie zieht gut an, die Farbe, die trocknet. Jetzt nehme ich mir nochmal den nassen Schwamm dafür zur Hilfe, damit ich noch ein bisschen mehr mit der Farbe arbeiten kann. Also mache ich es ein bisschen nass. Hierbei können schnell Ränder entstehen, wenn das eine zu trocken ist und das andere zu nass. Dadurch, dass ich ja von unten in den Himmel gucke, habe ich jetzt ja keine großartigen Konturen. Es verläuft sich eher. Hiermit verteile ich wieder die Übergänge. Und ich gehe nochmal bei. Ich mache mir den ein bisschen nass. Ich möchte noch ein bisschen mehr Weiß rausholen. Es verläuft so ein bisschen in den Himmel, leichte Wolken, die dahin schweben und so eine Ruhe ausstrahlen. Ich nehme gerade eine trockene Seite und verwische das gerade mal mit der trockenen Seite. So könnt ihr so ein bisschen mitspielen. Mehr ist es im Prinzip nicht. Damit kann ich mir einfach einen Wolkenhimmel gestalten. Jetzt trocknet das wieder. Und wenn ich jetzt bei dem bleiben will, dann brauche ich gar nicht mehr so viel Wolken rauszuholen. Aber damit ihr nochmal seht, wie man es macht mit dem Weiß, lasse es jetzt trocknen, föhne es gleich nochmal und gebe dann nochmal Weiß dazu. Wie gesagt, der Unterschied, man muss sich vorher überlegen, was man für einen Himmel machen will. Wenn ich in den Horizont reingehe, aber das habt ihr ja schon in einem anderen Video gesehen, dann ziehe ich eher die Farbe so raus. Ich bleibe bei leichten Farbübergängen und bei der Kontur, die eben eher nach oben geht. So, jetzt geht es weiter. Jetzt gebe ich noch ein Weiß dazu, denn die Wolke ist mir zu schwach. Ich möchte die noch ein bisschen mehr betonen. Allerdings ist es so, dass in so einem Bild die Wolken wirken sollen. Wenn ich jetzt was draufsetze, was auch immer, dann ist es eher das, was sichtbar ist. Und das ist eine Betonung, also nicht zu stark rausholen. Und für unsere Arbeit reicht es auch, um zu sehen, wird jetzt dieser Himmel nochmal gemacht. Also jetzt ein bisschen weiß, der Pinsel ist pink, ich habe trotzdem Weiß drauf. Und jetzt gehe ich nochmal leicht über die Wolke rüber.
Und damit erhalte ich jetzt auch nochmal so eine Mischung. Ich habe so ein paar hellblaue und ein paar weiße Elemente drin und dadurch kriegt die auch mehr Tiefe. Die geht mehr in die Höhe. Hier soll sie leicht drüber ziehen. Verteile es noch mal ein bisschen. Mache hier auch noch mal ein bisschen, so ein paar Ausläufer, die halt so eine richtige Sommerwolke, die von der Sonne schon kaum noch Kraft hat und sich so langsam in der Hitze auflöst. Das ist ganz schön, wenn ihr euch irgendwas dazu vorstellt, dann kann man es auch viel einfacher malen. Jetzt nehme ich wieder den breiten, trockenen Pinsel. Ich habe also mehrere davon liegen und lasse es so, wie gesagt, ne, kurz trocknen und lasse es so auslaufen. Jetzt gehe ich noch an die andere. Ist jetzt wahrscheinlich zu viel drauf, ein Pinsel. Aber das ist ganz schön, weil hier habe ich noch das vom Untergrund und hier habe ich eben jetzt ein bisschen kräftiger Weiß. Und wie gesagt, damit habe ich so dieses, oh, ich löse mich in der Sonne auf und hier halte ich der Sonne noch stand. Also da schaffe ich es noch, mich nicht gleich aufzulösen. Verwische auch da. Was ich jetzt auch machen kann, wenn ich das irgendwo zu viel drauf habe, kann ich auch wieder dabei gehen und das wegwischen. Und so bleibt nochmal wieder was anderes stehen, was ganz interessant aussieht. Ja, das war's erstmal für dieses Video. Ich danke euch herzlich fürs Zuschauen. Tschüss!